In Teil 2 kümmern wir uns um alle Einstellungsmöglichkeiten des RSeed P1 Rigs und machen den Rennstreckentest. Holt Teil 1 über den Lieferumfang und Zusammenbau nach, falls ihr diesen verpasst habt. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. RSeed hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dies über einen längeren Zeitraum ausführlich testen und für euch reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters und ich erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, das ist die Einstellung der Aufnahme der Wheelbase. Über die Profilkonstruktion lässt sich jeder Winkel und so gut wie jede Position einstellen. Die Bedienbarkeit ist dabei einfacher, wenn eine Wheelbase noch nicht montiert ist. Ansonsten wird die Justierung mit einer schweren Wheelbase etwas tricky. Mein Tipp ist, die Aufnahme ungefähr in Position zu bringen, die Schrauben leicht anzuziehen und dann die Wheelbase aufzusetzen. Im Anschluss nimmst du dann die Sitzposition ein, dann testest du provisorisch, ob alles passt, gegebenenfalls nachjustieren und erst dann die Schrauben festziehen. Kapitel Nummer 2, die Stabilität der Wheelbase-Aufnahme. Und so kommen wir zum ersten Stresstest für das RSeed P1 Rig. Ich bin mit meinen beiden Direct Drive Wheels Fanatec Podium DD1 und Simucube SC2 Pro meistens mit Spitzen bis zu 15 Newtonmeter bei großen Lenkrädern unterwegs. Für den extremen Belastungstest stelle ich die Simucube SC2 Pro auf maximale Power von 25 Newtonmeter hoch. Bitte macht solche Versuche nie zu Hause nach, hier besteht absolute Verletzungsgefahr. Ich stelle die Kamera jetzt um, setze mich ins Rig und werde euch das Ergebnis des Stabilitätstests live ins Haus liefern. Gehen wir auf die Ingame Settings, Force Feedback Power 100%. Da ich hier keine Schaltpedals am Lenkrad habe, sequenzieller Shifter AIO-Locks, ihr belegt, und Simucube True Drive Software, Vollanschlag 25 Newtonmeter Drehmoment der Simucube SC2 Pro Wheelbase. Ihr seht hier, ich brauche meine volle Power, um dieses Fahrzeug um die Kurve zu bekommen. Ich provoziere mal jetzt so einen Slalom. Das hier sieht rock solid aus. Ich merke hier nicht den geringsten Flex über das Rig. Und egal wie ich hier am Rim arbeite, das sieht in meinen Augen extrem stabil aus. Probieren wir das noch mit einem anderen Fahrzeug, um ein bisschen flottere Action am Lenkrad zu haben. Schnappen wir uns einen GT2 Ferrari und sehen wir dann, wie sich das mit diesem GT-Fahrzeug verhält. Den Sound etwas zurück, dass ihr mich gut hören könnt. Hier seht ihr, werden alle Effekte extrem kräftig ans Lenkrad wiedergegeben. Das wird ja auch an meiner Pressatmung. Klar, im echten Leben seid ihr so nie unterwegs. Das ist nur ein Härtetest, der dieses Rig irgendwie an seine Grenzen bringen soll, aber dies offensichtlich nicht tut. Das einzige, was hier rüttelt, ist meine Motion. Aber dieses ganze Konstrukt hier, wir werden dann die Bilder noch auswerten,
jeder Effekt, jeder brutale Schlag mit diesem 25 Newtonmeter Drehmoment, der kommt hier direkt so an, wie das eben eine Direct Drive Wheelbase auch machen möchte. Und ihr seht schon, bevor ich mir hier irgend noch einen Finger oder einen Arm breche, lassen wir gut sein, ich werte die Bilder aus und melde mich gleich wieder bei euch. Weiter geht's nun mit Kapitel Nummer 3, die Einstellung der Pedale. In diesem Test verwende ich die Fanatec CSP V3 Pedale und zeige euch meine bevorzugten Einstellungen direkt am Rig. Machen wir weiter mit der Pedalaufnahme. Ihr seht den Pedalslider, wie erwähnt, hier vorderseitig angebracht, mit dem ihr dann eure Pedalaufnahme nach vorne, hinten verstellen könnt. In diesem Fall habe ich die Fanatec CSP V3 Pedale montiert über das 4-Loch-Bild und habe einen Anstellwinkel hier gewählt. Das seht ihr, das zweitletzte Lochbild. Das heißt, das ergibt bei mir ungefähr einen Ausgangswinkel der Pedale, wenn ihr hierher guckt, von um die 110, 115 Grad. Sehen wir uns die Ausführung dessen an. Ihr seht alles hochmassiv, sehr gut verarbeitet, dicke Profile, Windteil 1 erwähnt. Und hier gibt absolut nichts nach. Wenn ich hier hochspringe und mich hier drauf stelle, ich halte mal die Kamera schräg, dass ihr das sehen könnt. Das einzige, was hier wippt, ist wie gesagt mein Motion-System. Aber wenn ich mich hier mit meinen 100 Kilo draufstelle, dann habe ich eher Angst, dass mein ganzes Rig nach vorne kippt über die Aktuatoren. Aber ihr habt absolut keinen Flex in dieser Aufnahme. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 4, das ist die Stabilität der Pedalhalteplatte. Dieser Test ist wie gesehen unspektakulär. Egal ob 90, 120 oder 200 Kilogramm Load Cell, bleibt Aufnahme und Pedalplatte unbeeindruckt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die Einstellung des Sitz. Da alles vormontiert ist, gelingt die Montage denkbar einfach und wir schauen uns auch das hier direkt am Rig an. Machen wir weiter mit der Sitzaufnahme. Ihr seht diese komplette Sitzaufnahme ist alles vormontiert. Ihr müsst nur noch euren Sitz hier über diese Schrauben zweimal links, zweimal rechts mit der kompletten Aufnahme, das heißt mit den Seitenbrackets und mit der Sitzschiene verbinden. Die Seitenbrackets sollen klarerweise immer so montiert werden, dass ihr auf der Vorderseite die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Langlöcher, auf der Rückseite die 4 Langlöcher habt. Warum dies? Ihr wollt den Sitz üblicherweise etwas nach hinten anstellen und um im Winkel relativ flexibel zu sein, sollt ihr nach oben hin etwas mehr Lochbilder zur Verfügung haben als auf der Rückseite. Zur Sitzaufnahme selbst gibt es nicht viel zu sagen. Ihr seht, diese Seat Brackets sind hier über diese Schrauben direkt mit dem Sitzleiter verbunden. Zweimal hinten, jeweils links, rechts, zweimal vorne und das war's. Kapitel Nummer 6, Ergonomie und Sitzposition. Ich nehme Platz im Rig und wir sprechen über die geeigneten Körpergrößen und Verstellungsmöglichkeiten des P1 Rigs. Kommen wir zu meiner bevorzugten Sitzposition. Wie ihr sehen könnt, ich wähle so eine GT-Sitzposition, die für mich sehr komfortabel ist. Die Beine nicht ganz gestreckt, einen Winkel von um die 150, 160 Grad. Wenn ich die Pedale komplett durchtrete, dann klarerweise auch keinen gestreckten Zustand. Wie sieht es mit der Armhaltung aus? Um die 110 Grad, wenn ich die Hände ans Lenkrad gebe. Im gestreckten Zustand Handgelenk hier oben am Rim, das liegt hier ungefähr auf. Das ist so ein Richtwert, den könnt ihr mal versuchen, ausprobieren. Die Lenkradachse zeigt bei mir immer ungefähr in Richtung Kinn, das heißt die Verlängerung, 20 Grad Anstellwinkel, die Verlängerung geht bei mir in Richtung Kinn. Ist für mich eine angenehme GT-Position. Wie sieht es aus mit dem Aus- und Einsteigen mit dem Rig? Ihr habt hier keine unangenehmen Verbauten. Ihr könnt wunderbar leicht aus dem Rig rausspringen. Bei mir sehr komfortabel, da das Ganze höher gelegt ist durch das Motion-System. Und klarerweise genauso einfach hier wieder rein ins Rig und ihr seid ready to go. Vom Platzbedarf sehr gut gelöst mit dieser Rohrkonstruktion. Ihr habt hier unterhalb der Wheelbase-Aufnahme keinen Aufbau, der hier nach unten wegsteht. Das heißt, ihr habt genug Platz für eure Beine, für eure Füße, um das Ganze zu verstauen. Auch wenn ihr einen stärkeren Anstellwinkel eurer Beine fährt, so zum Beispiel, dann werdet ihr auch hier nicht kollidieren. Das ist sehr schmal gehalten, verschwindet eigentlich zwischen den Beinen. Gleiches gilt auch für die Monitorhalterung, die hier sehr schlank von unten weggehend nach oben raufgezogen ist und auch keine Platzverschwendung im Bereich der Pedale macht. Das heißt, ihr seid hier völlig flexibel und könnt das Ganze ergonomisch nach euren Vorstellungen nutzen.
Kapitel Nummer 7, der Monitor-Support. In diesem Test kommt mein BenQ 21:9 Curved Monitor zum Einsatz, den ich euch erst kürzlich vorgestellt habe. Wie die Montage funktioniert, sehen wir uns wieder live am Rig an. Machen wir jetzt den Rundgang ums Rig. Ich nehme euch jetzt mit, auch hier mit meiner Beleuchtung, damit ihr alles gut sehen könnt. Starten wir mit der Monitorhalterung. Ihr seht, diese Monitorhalterung ist so gelöst. Ihr habt hier dieses Weser Bracket von RC direkt am Monitor montiert mit diesen 4 Schrauben. Sehr komfortabel in meinen Augen gelöst ist dann dieser Haltewinkel. Den hängt ihr dann hier einfach ein, bevor ihr dieses Ding überhaupt noch festschraubt. Und so könnt ihr die Höhe, die Montageposition eures Monitors wunderbar bestimmen, ohne diesen jedes Mal festschrauben zu müssen. Das heißt, wird hier oben eingehängt. Ich wähle die Position über diese Schrauben hier seitlich. Hier habt ihr die diversen Langlochbilder, rauf, runter. Und wenn ihr euch entschieden habt, passt für mich die Höhe okay, dann kommen diese 4 Schrauben hier rein und alles ist wunderbar fest verzurrt. Ihr seht das auch hier. Das einzige, was hier wippt, das ist in meinem Fall mein Motion Rig über die Gummipuffer auf der Unterseite, das klarerweise gelagert ist. Was gibt's noch zum Monitor Upgrade zu sagen? Ihr seht hier diesen Schriftzug. Sehr schlankes Design, geht an die Unterseite, wie vorher besprochen bei der Ergonomie. Nehmt euch keinen Platz. Und ihr habt für die Füße genügend Freiraum. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 8, Keyboard und Maus Support. Auch dieser ist äußerst massiv und ausladend ausgeführt und wir sehen uns die Details dazu näher am Rig an. Hier oben drauf kommt dieser starre Arm mit einer fetten Schraube festgezurrt und dieser ist fix, der ist nicht flexibel. Der steht euch so raus, der bleibt so. Ihr seht hier diese Gelenkarme, massiv verschraubt. Dann geht es weiter mit dieser Strebe und nochmal einem Gelenk an dieser Seite und die Basisstrebe, das Basisrohr, auf dem ihr dann eure Tastaturhalterung verschraubt. Diese könnt ihr dann über die Langlöcher auch in der Neigung klarerweise anpassen und wie ihr sehen könnt, ihr habt mit dieser sehr ausladenden Maus- und Tastaturablage extrem viel Platz. Ich habe hier eine Standard-Tastatur, ihr könnt auch eine mit Numblock hier drauflegen und eine Maus daneben. All dies hat wunderbar Platz. Rein theoretisch hätten 2 solche Tastaturen hier wunderbar nebeneinander Platz. Das hier ist mein Lüfter, den verwende ich, wenn ich in VR unterwegs bin, um nicht so einen heißen Kopf zu bekommen. Die Fernbedienungen, die bleiben auch während des Motion-Betriebs, wenn alles ruckelt, wunderbar am Platz, an Ort und Stelle. Die Vibrationen halten sich sehr in Grenzen. Welche Positionen sind mit dieser Maus- und Tastaturablage möglich? Ihr könnt rein theoretisch auch diese so nutzen, indem ihr euch so ins Rig hineinsetzt. Und dann, wenn ihr euren Monitor nutzen wollt, um auch etwas anderes zu machen, außer Simracing, wäre dies rein theoretisch möglich, um, keine Ahnung, irgendein Spiel eurer Wahl, hier mit Maus, Tastatur, WASD, hier rechts eine Maus zu bedienen und könnt mit dieser Ablage eben abseits von Simracing genauso gut unterwegs sein. Ihr könnt die Maus- und Tastaturablage dann so wegschieben, so mache ich das immer während dem Simracing-Betrieb. Ich klappe die hier so weg, kommt an die Seite. Bedenkt bitte den Platz. Ihr seht diese Streben, die ragen relativ weit nach außen, klarerweise. Und wenn ihr mit dem Simracing fertig seid, könnt ihr diese sehr gut verstauen, indem ihr dies hier an meinen Shiftern vorbeiführt, einklappt und das war's. Der Platzbedarf, der euch klarerweise stehen bleibt, ist mit dieser fixen Strebe. Ihr seht, das geht über das Rig in etwa 30 cm nochmal raus, etwas über meine Motion-Aktuatoren. Das heißt, diesen Platzbedarf, den müsst ihr mit einkalkulieren. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 9, Handbrake und Shifter Support. Hier habe ich mich für eine kompakte Montage meiner Eingabegeräte entschieden. Alternativ wäre auf der zusätzlichen Etage ebenso Platz, um die Peripherie weiter auseinander zu verbauen, wenn man dies möchte. Guckt euch meine Lösung an und entscheidet dann nach euren Präferenzen, ob ihr die zusätzliche Etage verbauen wollt oder eher nicht. Ihr seht, diese komplett durchgehende, verschweißte Konstruktion ist mit dem Grundrahmen verbunden. Dies könnt ihr rechts- oder linksseitig montieren. Ich zeige euch das auf der linken Seite, hier haben wir noch Platz. Diese Konstruktion wird über diese 4 Schrauben, 1, 2, 3, 4 und oberseitig über diese beiden Schrauben fix mit dem Grundrahmen verbunden. Ihr habt dann die diversen Optionen mit diesen Lochbildern,
diese komplette Konstruktion etwas nach vorne, nach hinten zu versetzen, über diese Winkel das Ganze zu kippen, nach vorne, nach hinten. Und hier ist eurer Kreativität, eurer ergonomischen Freiheit keine Grenzen gesetzt. Shifter und Handbrake-Aufnahme, seht ihr, habe ich das folgendermaßen gelöst. Ich habe hier meinen Fanatec Clubsport Shifter leicht gedreht in so einem Winkel von 10, 15 Grad zu mir versetzt gedreht und kann den sehr komfortabel als Haarschaltungsshifter jetzt nutzen. Hier komfortabel die Gänge einlegen. Seitlich links davon die Fanatec Clubsport Handbremse montiert. Das seht ihr hier ebenso direkt am Shifter dran montiert. Da habt ihr die Nutensteine von Fanatec mit bei. Und so habe ich die Möglichkeit, dass ich, wenn ich im Rallye unterwegs bin, direkt vom Lenkrad sehr kurze Wege habe zu meiner Handbremse. Das heißt, die ist sehr gut bedienbar, ist in der Achse vom Lenkrad. Und ich kann hier wunderbar greifen und reaktionsschnell die Handbremse zu bedienen. Ich kann den Shifter dann klarerweise auch im sequentiellen Modus nutzen, wenn ich dies möchte. Habe hier seitlich den Umschalter, das kennt ihr. Den drückt ihr nach vorne und dann könnt ihr den Fanatec Shifter natürlich auch im sequentiellen Modus nutzen. Bei mir aber im sequentiellen Modus, das kennt ihr aus dem letzten Review, das ist der Iolox Shifter, einer meiner besten sequentiellen Shifter, die ich für euch getestet habe, und den nutze ich hier ganz komfortabel direkt am Sitz. Das heißt, ich habe hier dieses erhöhte Adapter Bracket vom P1 Rig montiert und habe mich entschieden, über dieses seitliche Montagebracket den Iolox Shifter zu montieren. Das heißt, ich komme hier in meiner Sitzposition sehr nahe ran und habe auch hier wiederum sehr kurze Wege. Ich komme hier runter vom Lenkrad und ziehe sofort am Shifter, kann sofort hochschalten, runterschalten und bin gleich wieder am Lenkrad. Vorteil dieser Position ist auch, dass ich klarerweise nicht kollidiere mit meinen anderen Peripheriegeräten. Das seht ihr hier, ich komme hier frei zum Shifter, ich komme hier frei zu meinem Haarschaltungsshifter und ich komme hier frei zu meiner Handbremse, ohne hier zu kollidieren. Ein weiteres Peripherieteil, das liegt hier bei mir auf dem Boden, das hole ich jetzt schnell mal für euch. Das seht ihr hier, das ist dieses Montagebracket, diese extra Etage, die RSIT mit beigibt. Die könnt ihr rein theoretisch hier seitlich montieren. Die kommt dann über diese Schrauben so seitlich drauf, etwas tiefer gesetzt natürlich. Und auch an diesem Etagebracket könnt ihr über diese unzähligen Lochbilder diverse Peripheriegeräte montieren. Das ist bei mir nicht nötig. Ihr seht, ich finde mein Auslangen über dieses eine Bracket. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch noch diese Etage verwenden, um zusätzliche Peripherie zu montieren bzw. diese zu entzerren, wenn ihr dies nicht so dicht beieinander wie ich haben wollt. Machen wir weiter mit der Wheelbase-Aufnahme. Ihr seht diese Konstruktion mit dieser Halteplatte und dieser Halteplatte und diesen zwei Streben an der Seite. Ihr seht, ihr könnt hier nach vorne zurück, ihr könnt diese ganze Konstruktion flacher anstellen, höher anstellen, über die Langlöcher verstellen, eure Wheelbase-Aufnahme ebenso über die Langlöcher anpassen und seid hier absolut flexibel. Hier seitlich habt ihr noch 3 Lochbilder. Ich habe hier die mittlere Position und hier die oberste Position gewählt. Ihr könntet rein theoretisch hier noch weiter runter gehen, noch stärker anstellen oder hier mit diesem Lochbild eins nach oben, um noch etwas höher nach oben zu kommen. Hier innenseitig reingeblickt seht ihr die Aufnahme über diese 4 Schrauben. Ich weiß nicht, ob ich das auf die Cam bekomme. Hier drinnen 4 Schrauben, über die wird dann die Monitorhalterung fixiert. Gehen wir weiter über die komplette Aufnahme. Ihr seht hier dieses Design, diese gebogenen Rundrohre verschweißt miteinander, dem RSIT-Logo und hier am Grundrahmen einmal verschraubt und über die Vorderseite hier über diese Achse durchverschraubt. Weiter geht's mit dem Grundrahmen. Ihr seht dieses Grundrahmenprofil, über das haben wir schon in Teil 1 gesprochen. Ein sehr massives, sehr dickes, sehr starkes Profil, über die ganze Länge durchgehend. Und dies macht es euch natürlich einfach, wenn ihr dann sagt, ihr wollt ein Motion-System montieren.
Das hat den Vorteil, bei einem durchgehenden, sehr massiven Profil, ihr habt keine Verwindung über die ganze Aufnahmekonstruktion und könnt hier so sicher mit Motion unterwegs sein. Ich setze das Licht etwas tiefer, um über die Befestigung meiner Aktuatoren zu sprechen. Könnt ihr euch das angucken. Kommen wir etwas runter hier. Und wie ihr sehen könnt, ich habe diese 40x40 Aluprofile unterseitig mit dem Rig verschraubt. Da seht ihr eine Schraube über Nuttensteine festgezurrt und hier an der Rückseite Schraube Nummer 2 über den Nuttenstein. Und die Haltebrackets der Aktuatoren, die habe ich direkt an den Grundrahmen des P1 Rigs mit Gewinden verschraubt. Ich habe hier reingebohrt in diesen Grundrahmen und habe hier ein M6 Gewinde reingedreht und diese Haltebrackets direkt mit dem Grundrahmen befestigt. Hier rückseitig bietet der Grundrahmen genau Platz für mein Netzteil des Simrig SR2 Motion Systems. Passt wunderbar hier rein. Ich habe eben dieses Profil genutzt, um die Kabel innenseitig zu verlegen, meine Beleuchtung anzubringen. Kapitel Nummer 10, der Rennstreckentest. Im Rennstreckentest fällt zuerst das ausladende Raumgefühl und die extreme Massivität auf. Nichts wackelt und alles ist bombenfest. Für mich erstaunlich ist, dass sich das ASIT P1 Rig noch stabiler in der Aufnahme anfühlt als mein letztes getestetes Alu-Profil Rig, welches ebenso hochmassiv war. Eventuell liegt dies daran, dass die massivsten aller Verbindungsarten von Profilen eben Schweißnähte sind und danach erst Schrauben und Winkel folgen. Die Ergonomie und Sitzposition kann ich als langstreckentauglich beurteilen. Ebenso komfortabel ist der sehr ausladende Support für die Tastatur. Heranziehen und dann schreiben und danach einfach wieder wegschieben, das gelingt einwandfrei. Im Rennbetrieb ist die Stabilität trotz Motion gut, sodass nichts von der Tastaturablage herunterfällt. Die Shifter und Handbremse lassen sich nach meinen Präferenzen ergonomisch ausrichten und das Schaltfeedback ist knackig, weil nichts nachgibt. Kommen wir auf die Zielgerade, die negativen, neutralen, positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 11, negative Aspekte. Beim Keyboard- und Maus-Support würde ich bei diesen Dimensionen kugelgelagerte Gelenke bevorzugen, die man dann mit einer Klemmkonstruktion fixieren könnte. Das schwere Gewicht drückt auf die Verbindungsprofile und reibt die Pulverbeschichtung ab. Zusätzlich wäre eine Klemme am Rahmen hilfreich, um die Auflage sozusagen in die Parkposition einzuklippen und bombenfest fixieren zu können, wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist. Zweiter negativer Aspekt ist der zu lange Hebel für den Sitzslider. Dieser steht unnötig weit nach vorne über den Sitz vor und ist optisch betrachtend in meinen Augen störend. Und letzter negativer Aspekt sind die sehr hohen Preise für das optionale Zubehör. Versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Bei den Pros reden wir über die Vorteile der massiven Ausführung. Aber ich denke, mit maximal 149 € für die jeweiligen Anbauteile würde ich die monetäre Schmerzgrenze beurteilen. Beim Handbrake und Shifter Support werden viele von euch mit einer Etage das Auslangen finden, so wie ich auch. Hier könnte man die zweite Etage optional anbieten und die Sache kostengünstiger gestalten. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 12, die neutralen Aspekte. Beim Monitor-Support würde ich mir in der Tiefe mehr Variabilität wünschen. Man könnte in den Arm der Aufnahme Freistellungen fürs Weser-Bracket einbringen. Somit könnte man das Adapter-Bracket bei Bedarf weglassen und mit dem Monitor knapp 5 cm weiter nach hinten rücken. Dies wäre von Vorteil, gerade wenn man sehr ausladende, sehr tiefe Wheelbases verbauen möchte. Neutral beurteile ich auch die Verstellbarkeit der Wheelbase-Aufnahme. Diese ist etwas hakelig einzurichten und die Schrauben sind von unten etwas schwer zugänglich. Kapitel Nummer 10, die Pros. Den Preis für das ASIT P1 in der Basisausstattung, der kommt bei mir auf die Pro-Liste. 769 € ist zwar einiges an Geld, aber der Gegenwert passt zur Preisgestaltung. ASIT liefert einen Pedalslider und einen Seatslider gleich mit, die ihr üblicherweise bei anderen Herstellern extra bezahlen müsst und für mich immer von Vorteil sind. Die hochmassive Ausführung und Materialqualität sind der Grundpreis in meinen Augen wert. In Sachen optionaler Upgrades bleibt ASIT nichts schuldig. Das entsprechende Budget vorausgesetzt, kannst du an diesem Rig alles, was du möchtest, verbauen. Dies gelingt mit sehr gut durchdachten Detaillösungen und ergonomischer Qualität. Die vormontierten Bauteile machen den Zusammenbau des Rigs zum Kinderspiel und sämtliche Komponenten, die sind sehr passgenau gefertigt. Ergänzend zum Teil 1 hat mich ASIT darauf hingewiesen,
dass lagernde Komponenten nach Deutschland oder Österreich um 49 € versendet werden. Bitte checkt dies beim Bestellvorgang, dann wäre dieser Preisaspekt der Lieferung ebenso den Pros zuzuordnen. Und als letzter positiver Aspekt bleibt für mich die Optik. Für mich wirkt das ASIT P1 wie aus einem Guss. Die gebogene Rohrkonstruktion der Aufnahme und der Monitorhalter sind optisch gelungen, genauso wie die durch die runden Freistellungen aufgelockerten Grundrahmen. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 11, das Fazit und die Kaufempfehlung. ASIT spricht mit dem P1 Rig den anspruchsvollen SimRacer an. In Sachen Stabilität kannst du alles an das P1 montieren und musst dir in keinem Moment Sorgen um deine Peripherie oder die Stabilität machen. Möglichkeiten für die Montage von Tablets, Buttonboxes und Buttkicker sowie separate Monitorstands bietet ASIT optional ebenso an. Genauso wirst du keine Probleme haben, ein Motion-System nachzurüsten, falls du das von ASIT angebotene D-Box Motion-System nicht ordern möchtest. Bedenke auf alle Fälle den Platzbedarf, denn gerade der sehr ausladende Tastatursupport benötigt einiges an Platz in der Breite. Preislich gesehen kann ich für das mit Pedal und Sitzleiter ausgestattete P1 Rig in der Basisversion grünes Licht geben. Wenn du diverses Zubehör ordern möchtest, dann achte auf jeden Fall auf die Zusatzkosten. Zusammengefasst liefert ASIT mit dem P1 einen sehr guten Auftritt für meine Ansprüche ab. Vor dem Ausblick nehmt euch bitte Zeit und lasst mich wissen, was ihr vom P1 Rig haltet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalässt. Kapitel Nummer 12, der Ausblick. Weiter geht's mit einem Test des neuen Thrustmaster T248 Lenkrads. Von Fanatec wird es einen Test des Formula V2.5X Wheels geben. Und SpeedyRugs hat einen neuen Simracing-Teppich mit 90 cm Breite im Portfolio. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße, passt auf euch auf, euer Ron.